Einen neuen Laptop auszuwählen ist wirklich nicht so einfach. Jede Menge Modelle und komische Begriffe, wo man nicht mehr weiter weiß. Deswegen schauen wir mal gemeinsam, was beim Laptop-Kauf zu beachten ist in dieser Kaufberatung. Oh mein Gott, das war jetzt wahrscheinlich das letzte Mal, dass ihr diesen Intro-Song gehört habt. Gute allerseits. Ja, so ein Laptop-Kauf kann echt kompliziert werden bei all den Modellen, die es da gibt. Und wir sind ja ein Tech-Kanal hier, wo so etwas gerade für die Weihnachtszeit doch wirklich passend ist. Naja, dass wenn manche eben nicht so versiert sind in die Tech-Welt, ist dieses Video sehr passend. Wir schauen uns hier aber nicht nur neue Geräte an, sondern auch Geräte von damals, die auch noch so einiges bieten können für einen guten Preis. Ich tue dies dann etwa differenzieren von Laptops von 2017 und nach 2017 hier. Und dieser HP-Laptop ist jetzt mitten in der B-Roll einfach ausgegangen und ist laut bisschen geht nicht mehr im Idle. Das liegt halt daran, dass so Computer ab 2017 teilweise oder auch im großen Teil mit Windows 11 kompatibel sind. Und es gerade für Laptops ein Umbruch war. Denn nach 2017 würde ich für die CPU immer die AMD Ryzen CPUs empfehlen. Vor 2017 die Intel-Kollegen. Und da kommen wir zu dem Punkt mit dem Prozessor, was man da wählen kann. Bei beiden CPU-Herstellern sind die Prozessoren in 3 Gruppen unterteilt, die mit einer Hauptkennzahl gekennzeichnet ist. 3, 5, 7 und manchmal auch eine 9. Also als Beispiel ein AMD Ryzen 5 oder ein Intel Core i7. Die Zahl, die danach kommt, wie etwa 2600K, ist der genaue Prozessor, was aussagt, aus welcher Generation er ist und für was er geeignet ist. Das tun wir hier aber mal ignorieren und klammern uns wirklich mal an die Hauptzahl an. Mit so einem AMD Ryzen 3 oder Intel Core i3 könnt ihr einfache Recherche machen, Websurfen oder eben Dokumente schreiben. Also so Basic-Anwendungen. So ein AMD Ryzen 5 oder Intel Core i5 ist wiederum etwas für welche, die mehr machen wollen. Und ich wirklich jedem blind empfehlen kann. Da könnt ihr dann auch größere Office-Sachen drauf machen, Fotobearbeitung und mit einer dedizierten Grafikkarte auch Videobearbeitung. Klar, oder auch Gaming ist mit so einem Chip auch möglich. Aber mit den AMD Ryzen 7 oder Intel Core i7 Prozessoren geht das umso besser. Da geht es auch hin, dass wenn ihr auch Musik produziert, wo Power benötigt wird oder auch beim Programmieren komplexer Programme. Ja, und die AMD Ryzen 9 oder Intel Core i9 Sachen, die gibt es nicht wirklich bei Laptops. Und selbst wenn es da welche gibt, da braucht ihr da ein Atomkraftwerk neben euch. Das wäre halt, wofür die Prozessoren geeignet wären. Und bei den Generationen an CPU wäre es bei den Ryzen eben, je größer, desto besser. Also ist ein Ryzen 7 9800X 3D besser als ein Ryzen 7 7800X 3D. Denn da ist die erste Zahl von dem 9800X 3D die Generation des Chips. Und alle anderen Chips, wo entweder Celeron, Pentium, Athlon oder gar nur Intel Inside draufsteht, würde ich definitiv vermeiden. Und bei Qualcomm Snapdragon, es sind gute und leistungsstarke Chips, die viel Potenzial haben und für welche sind, denen eine lange Akkulaufzeit wichtig ist. Denn diese Chips sind so welche wie aus den aktuellen MacBooks oder dem Smartphone. Super stark, super effizient, leider ist der Software-Support noch ein bisschen am Schwächeln. Ist so ein bisschen heikles Thema, aber es wird. Naja, und vorher habe ich was zu einer dedizierten Grafikkarte gesagt, welche gut sind, das ist, wenn ihr große Fotobearbeitung und Videobearbeitung macht. Oder auch im Gaming ist eine GPU Pflicht. Hier kann man bedenkenlos die Nvidia-Karten nehmen. Hier auch wieder, je höher die Zahl, desto besser. Aber nicht immer. Bei Nvidia-Karten ist es auch in Generationen unterteilt und auch in Leistungsgruppen. Wir nehmen hier mal als Beispiel die RTX 5080. Die 50 steht für die Generation und die 80 für die Gruppe an Leistung. Aber es ist, dass eine 4090 schneller ist als eine 5060. Jedoch im Stromverbrauch ist die 5060 besser. Generell, Gaming-Laptops haben eine miese Akkulaufzeit, eben weil Top-Sachen drin sind, die halt eben auch gut Strom benötigen. Ach, und solche Notebooks sind auch immer groß gehalten. Die sind generell immer mit einem 15 Zoll Display ausgestattet oder mehr. Kleine 13 oder 14 Zoll Gaming-Laptops findet man so gut wie nie. Da machen wir weiter mit der allgemeinen Größe des Laptops. Gibt es da was zu beachten? Ehrlich gesagt, kommt es auf euch an, was euch gefällt an Größe des Laptops. So 13 oder 14 Zoll Notebooks sind gut für unterwegs,
Alles darüber zwar schon, ist aber eben schwerer zu transportieren in einem Rucksack. Ich persönlich habe einen 14 Zoll MacBook Pro, da ich mir selber sage, ich kaufe nur noch kleine Notebooks. Jedoch gibt es bei dem Display bei einem Laptop verschiedene Technologien, wie IPS, OLED oder Mini-LED. Bei Computern würde ich immer entweder IPS oder Mini-LED empfehlen, da ihr da keine Angst haben müsst mit Einbrennen, was bei OLED leider der Fall ist. OLED-Bildschirme sind halt von den Farben sehr intensiv und super für Filme und Gaming, aber eben mit dem Beigeschmack vom Einbrennen. Mini-LED, um es kurz zu sagen, ist fast wie OLED, aber teuer und noch selten zu finden bei Laptops. Und die einzigen Laptops, die ich finden konnte mit Mini-LED, sind die MacBook Pros von Apple. Da Apple sich sagt, wir wollen krasse Laptops haben, um die für einen horrenden Preis verkaufen zu können. Na, wobei, das machen andere Hersteller. Viel heiße Luft verkaufen für teuer Geld. Was mich mal zum Speicher bringt. Denn da sind viele der Hersteller teilweise billig unterwegs. Denn ich sag mal, ein HP-Laptop mit gutem Chip, aber mit 8 GB Arbeitsspeicher für 500 € ist eine Frechheit. Na, wobei generell HP-Laptops sind der letzte Rotz, wenn es um Verarbeitung geht. Aber dazu später mehr. Bleiben wir mal beim Speicher. 16 GB sind für alle Fälle mehr als genügend für alles. Wenn ihr denn doch Videobearbeitung macht oder 3D-Animation was macht, da wären 24 oder 32 GB besser. Und dann gibt es noch den Festplattenspeicher, der 512 GB oder auch 1 TB sein kann. Hier ist es auch wieder wie bei der Displaygröße, es kommt darauf an, was er darauf speichert. Bedenkt aber, dass sowohl Windows, macOS und Linux einen Teil davon schon einnehmen. Bei Windows wäre es etwa 30 GB, macOS etwa 25 GB und bei Linux 15 bis 20 GB. Okay, also wir haben ja fast alles durch hier. Aber kommen wir mal kurz dazu, welcher Laptop-Hersteller gescheit ist und was beim Gebrauchtkauf zu beachten ist. Naja, und an Herstellern gibt es ja einige, die entweder gut oder böse sind. Wer auf welcher Seite jetzt steht, müsst ihr jetzt nicht herausfinden. Das habe ich schon gemacht. Welche gute Notebooks machen, sind AOC, Apple, Asus, Dell, Gigabyte, Lenovo, LG, MSI und Samsung und witzigerweise auch Microsoft. Naja, Software kann Microsoft zwar nicht, aber die Hardware ist solide. Andere Hersteller wie HP, Acer, Medion oder so No-Name-Marken bei Amazon und leider auch Sony sind entweder von der Bauqualität Schrott, nicht reparaturfreundlich oder haben wie bei den Sony-Laptops keinen Treiber-Support. Ja, und die Sony-Laptops, da sind wirklich manche Goldstücke dabei. Ich hol grad mal eins. Ja, das Ding hier, das ist ein Sony Vaio P-Serie Laptop. Ein super süßer kleiner Laptop. Aber heutzutage halt Treiber zu finden, ist unmöglich. Und dabei brauchen die das, denn die haben einige außergewöhnliche Features mit dabei. Ich finde das Ding einfach nur geil. Aber leider funktioniert es nicht. Oh, nun, was beim Gebrauchtkauf zu beachten ist und wo man denn so Laptops kaufen kann. Gebrauchte Ware ist ja super nachhaltig, günstig und es steckt noch so einiges drin in gebrauchten Produkten. Checkt auf jeden Fall alle Anschlüsse, ob alles geht, wie das Display ist und auch den Akku, wie sehr der verschlissen ist. Also heißt, wie viel Zyklen der gemacht hat, wie alt dieser ist und wenn der Laptop neu aufbereitet ist mit einem neuen Akku, ob es kein Billig-Akku ist, der eventuell eine Brandgefahr darstellt. Oh, übrigens, wenn ihr einen gebraucht kauft, stellt sicher, dass keine Passwörter drin sind und ein Netzteil dabei ist. Denn wenn ein Laptop ohne Netzteil verkauft wird, dann ist es erstmal sus. Wenn so ein Laptop ohne Netzteil verkauft wird, kann es sein, dass dieser geklaut ist, nicht funktioniert oder irgendwas anderes hat. Generell ist so etwas lokal zu kaufen immer die beste Methode, denn dann könnt ihr euch alles genau ansehen und ob es denn ein ehrlicher Verkäufer ist und kein Scammer ist. Scam ist dann eher bei Temu, teilweise auch bei manchen Amazon-Angeboten und teilweise sind auch in manchen Elektronikgeschäften billig Hardware, die schon beim Anfurzen am Arsch ist. Ich muss ehrlich sein, ich habe bei Mediamarkt nur mal die erste Seite an Laptops mir angesehen und was da empfohlen wird, bringt mich zum Weinen. Weinen vor Trauer, da es einfach Schrottkisten sind. Denn ein Intel Celeron 8 GB Arbeitsspeicher von HP für 400 € ist frech. Und bei denen steht nicht mal was von Bauqualität,
wie denn der Laptop denn im Alltäglichen was aushält. Bei Coolblue findet man dann wiederum die Bauqualität für jedes Gerät, plus ihr habt das dann auch am nächsten Tag da. Da wurden mir anfangs bei den Laptops immer gute Modelle empfohlen, die gut sind, entweder für Alltägliches oder auch mehr. Und mehr könnt ihr auch mit einem kostenlosen Abo bei mir haben, für mehr solcher Tech-Zeug und allen möglichen. Naja, und ich sag mal, das war's dann hier, und ich sag mal, man sieht sich.